Kurt Gödel war der beste Freund von Albert Einstein. Manche sagen, Gödel war für die Mathematik ebenso wichtig wie Einstein für die Physik. Auch Burkhard Heim hat sich oft auf Gödel berufen. Was es genau damit auf sich hat und warum das nicht nur ein Geheimthema für Nerds ist, das möchte ich euch in diesem Video erklären. Hallo und herzlich willkommen zu 6 Dimensionen in Farbe. Mein Name ist Hannes Schmidt und ich erkläre euch auf diesem Kanal das Weltbild von Burkhard Heim in verständlicher Sprache und anschaulichen Beispielen. Die meisten von euch haben von diesem Kurt Gödel wahrscheinlich noch nie zuvor gehört. Deswegen werde ich auch ein paar biografische Eckdaten über ihn sagen. Der Kernpunkt von Gödels Arbeiten ist aber auch einer der Kernpunkte von Burkhard Heims Arbeiten, auf die er immer wieder in verschiedenen Konstellationen und Zusammenhänge hingewiesen hat. Nämlich es geht um die Nichtreduzierbarkeit, wobei es bei Heim vor allem um die Nichtreduzierbarkeit des Lebensprozesses auf die tote Materie ging. Aber wir werden sehen, dass das sehr weit generalisierbar ist. Das Thema ist auch gerade zur heutigen Zeit von Bedeutung im Zusammenhang mit dem ganzen Thema künstlicher Intelligenz. Und deswegen komme ich jetzt auch endlich mal zu dem Thema Kurt Gödel. Ich hatte das nämlich vor 2 oder 3 Jahren schon mal auf dem Plan und schon mal so ein bisschen Skript geschrieben, aber jetzt im letzten Video über das Thema KI hatte ich nochmal darauf referenziert und deswegen ist es jetzt auch mal Zeit, dass ich dieses Video mache. Also, Kurt Gödel lebte 1906 bis 1978 und er war Österreicher oder ist als Österreicher geboren, studierte und lehrte an der Universität Wien. Dort war er auch Mitglied des sogenannten Wiener Kreises, der aus den bedeutenden Naturwissenschaftlern und Philosophen des Anfang des 20. Jahrhunderts bestand, in dem also auf hohem intellektuellem Niveau die großen Themen dieser Zeit diskutiert wurden. 1939 emigrierte Gödel in die USA, wo er in Princeton weiterlehrte und dort freundete er sich auch mit Albert Einstein an. Einstein kannte er schon aus den Wiener Zeiten, aber dort wurden sie also richtige Besties. Gödel wird also nachgesagt, er war für die Mathematik und die formale Logik der Einstein gewissermaßen. Also Einsteins Relativitätstheorie also seine Werke können sich neben Einsteins Relativitätstheorie sehen lassen vom Impact der Bedeutung her. Dass man ihn nicht so kennt, liegt einerseits daran, dass das Thema so ein bisschen schwierig veranschaulichbar ist und Gödel war auch nicht so sag mal, es gibt keine lustigen Fotos mit ihm, wo er die Zunge rausstreckt. Er war ein ziemlich neurotischer Charakter tatsächlich. Wenn du jetzt meinst, Mathematik und Logik, das ist sowieso nur was für Neurotiker und das ist längst nicht alles, dann liegst du natürlich richtig. Das, worauf es wirklich ankommt, um geistig voranzukommen, ist emotionale Ausgeglichenheit und Einklang von Verstand und Gefühl. Gefühl und Intuition schlagen die Ratio um Längen, vor allem wenn es darum geht, auf Neuland sich zu begeben, kreativ zu sein und schöpferisch tätig zu sein. Wenn du deine Intuition, emotionale und spirituelle Intelligenz trainieren willst, dann kann ich dir nichts Besseres empfehlen als das Natal-Training. In nur 5 Tagen lernst du ein völlig neues Level von Vertrauen in deine innere Führung, deine inneren Sinne und lernst die in kleinteiligen Aufgaben im Alltag zu nutzen. Um jetzt Gödels Bedeutung für die Mathematik und auch für die Heimtheorie zu erfassen, muss ich ein bisschen was über die Hintergründe erzählen, mit denen Gödel sich beschäftigt hat. Also da geht es jetzt um Mathematik, aber keine Angst, es geht nur um die Philosophie dahinter, keine Formeln oder sowas. Anfang des 20. Jahrhunderts hatte der deutsche Mathematiker David Hilbert ein ehrgeiziges Programm ins Leben gerufen. Er wollte nämlich die Mathematik widerspruchsfrei formulieren und erreichen, dass ein für alle Mal alle Axiome bekannt sind und das ganze System Mathematik also ein geschlossenes Gedankengebäude würde, an dem nicht mehr zu rütteln ist. Das klingt für den Laien jetzt vielleicht ein bisschen merkwürdig, weil man denkt doch, Mathematik ist doch sowieso immer logisch und widerspruchsfrei und es gibt ja immer eine Lösung. Das ist leider nur für die Aufgaben der Fall, die man in der Schule löst. Wenn man tiefer reinsteigt, wird man feststellen, es gibt viel mehr Ungereimtheiten und Probleme, die sich nicht lösen lassen, als man im Allgemeinen denkt. Aber dazu kommen wir gleich. 1930 gab es in Königsberg einen Kongress von Naturwissenschaftlern und Mathematikern, auf dem natürlich auch dieses Hilbert-Programm diskutiert wurde.
Und auf diesem Kongress führte der damals noch völlig unbekannte und junge, war Anfang 20, Kurt Gödel, einen Beweis vor, der ganz einwandfrei zeigte und hieb- und stichfest war, die Mathematik kann niemals widerspruchsfrei sein. Im Jahr darauf publizierte er das dann offiziell unter dem Titel Über formal unentscheidbare Sätze der Principia Mathematica und verwandter Systeme. Das war wie ein Kopfschuss für das Hilbert-Programm, könnte man sagen. Sobald die Fachgemeinde den Beweis gesehen hatte und nachvollzogen hatte, war der ad acta und es gab nie wieder eine Diskussion darüber. Also so fundamental war dieser Beweis. Und ich will versuchen, ungefähr zu beschreiben, was er sagt. Man nehme eine Menge von Symbolen, mathematischen Symbolen, und mit diesen Symbolen kann man Aussagen formulieren. Man nehme also eine Menge von Symbolen, in denen man mathematische Aussagen und Sätze und natürlich auch Beweise formulieren kann. Und nun wird man feststellen, wenn man das tut, man kann mit Hilfe dieser Symbole auch Aussagen formulieren, die sie mit Hilfe der Sätze, der anderen Sätze, die mit diesen Aussagen formulierbar sind, nicht beweisen lassen. Der Versuch, das zu tun, führt zu einem Widerspruch. Etwa in der Art, wenn ich sage, diese Aussage ist falsch. Wenn ich die Wahrheit sage, dann ist das ein Widerspruch. Und wenn ich lüge, ist das genauso ein Widerspruch. Und Gödel formalisierte solche Widersprüchlichkeiten und zeigte, sie gelten für die Mathematik und alle daraus erwachsenen Systeme. Und daraus folgt, dass die Begriffe Wahrheit und Beweisbarkeit nicht dasselbe sind. Nun kann man die Symbole und die Regeln für mathematische Beweise in einen Computer einprogrammieren. Und das hat man auch längst getan. Und man kann den Computer programmieren, dass er mit Hilfe dieser Symbole, dass er dann Beweise durchführt. Das ist überhaupt kein Problem. Nur, wenn der Computer auf eine dieser Widersprüchlichkeiten stößt, ist er aufgeschmissen. Aussagen können nach menschlichem intuitiven Ermessen wahr sein, aber nicht beweisbar. Und der Computer kann es nicht feststellen, weil er darauf angewiesen ist, mit den Symbolen zu operieren, mit denen er programmiert wurde. Schlimmer noch, der Versuch, diesen Beweis zu finden, kann dazu führen, dass sich der Computer auffängt oder das Programm oder sogar abstürzt. Man kann das vergleichen mit, einfach nur Regeln auszuführen und zu wissen, dass die Regeln wahr sind. Das ist vielleicht vergleichbar mit ein Schüler oder Student lernt nur für eine Matheprüfung, weil er irgendwie durchkommen will und reproduziert das, was er auf der Tafel abgeschrieben hat oder aus dem Buch gelernt hat. Und der andere ist so fasziniert von der ganzen Sache, dass er richtig tief eintaucht und lernt intuitiv zu erfassen, worum es da geht. Das mit der Intuition ist das, was alle großen Mathematiker und auch Naturwissenschaftler, aber auch und vor allem sogar Mathematiker ausgemacht hat. Und auch wenn ihr mir das mit dem Nahthaltraining nicht unbedingt glaubt, wie toll das ist, glaubt mir wenigstens folgende Geschichte, nämlich der schon genannte David Hilbert, der ist mal von einem Fachkollegen gefragt worden, was ist eigentlich aus diesem brillanten jungen Studenten geworden, den du damals hattest vor ein paar Jahren? Und Hilbert hat geantwortet, der ist Dichter geworden, für die Mathematik hatte er zu wenig Fantasie. Also man braucht Fantasie, man braucht Intuition, um schöpferisch tätig zu sein, auf jedem Gebiet, egal ob das Mathematik ist oder Staatskunst oder Kochrezepte. Bloß die Regeln zu befolgen, das führt höchstens zur Mittelmäßigkeit und garantiert zu nichts Neuem. So, dieser Unterschied zwischen Wahrheit und Beweisbarkeit ist aber nicht nur ein philosophisches Problem, sondern das hat heute im Computerzeitalter ganz praktische Auswirkungen. Das ist nämlich eng verknüpft mit dem sogenannten Entscheidungsproblem. Und da geht es darum, zu entscheiden, ob ein Computer, der mit einem bestimmten Algorithmus programmiert wurde, in endlicher Zeit zu einem Ergebnis kommt. Also man gibt dem Computer eine Kette von Anweisungen, eine endliche Kette von Anweisungen. Und die Frage ist, wird die Berechnung jemals enden? Also wird er mit endlich vielen Zugriffen auf den Speicher zu einem Ergebnis kommen? Und es gibt Algorithmen, für die man das einfach nicht weiß. Für die kann man es weder beweisen noch entscheiden. Das wird klassischerweise, also das Problem geht zurück auf Alan Turing, Vater der
modernen Computerwissenschaften und wird üblicherweise anhand sogenannter Turing-Maschinen veranschaulicht. Wer darin ein bisschen tiefer einsteigen möchte, ich verlinke hier mal ein Video, in dem das sehr gut erklärt ist. Das könnt ihr euch vielleicht als Exkurs noch anschauen. Mit genau solchen Argumenten, mit genau diesem Thema argumentiert übrigens auch Roger Penrose, Nobelpreisträger 2020 für Physik, dass Computer kein Bewusstsein entwickeln können. Weil Computer sind mit bestimmten Regeln programmiert und der Computer ist aber nicht in der Lage zu erkennen, ob die Regeln wahr sind. Er kann ja nur die Regeln ausführen und nicht über sie hinausschauen. Und das Erkennen von Wahrheit, das setzt Penrose aber gleich mit Bewusstheit. Ich verlinke auch nochmal ein Interview mit Roger Penrose zu diesem Thema. Ich finde den Mann sehr faszinierend und hat auch viel geleistet für die Philosophie der Mathematik und Physik die letzten Jahre. Übrigens, diese jetzt beschriebenen Grenzen formaler Systeme, die bleiben die gleichen Grenzen, selbst wenn man Quantencomputer jetzt einführt. Quantencomputer machen die Berechnungen etwas ökonomischer, aber sie ändern nichts daran, ob ein Problem entscheidbar ist oder nicht. Also alle, die sich da vielleicht Hoffnung gemacht haben wegen Quantencomputerbewusstsein oder sowas, so ist es nicht zu lösen. Was hat das Ganze jetzt aber mit Burkhard Heim zu tun? Nun, wer von Burkhard Heim so begeistert ist, dass er schon alle meine Videos auf diesem Kanal gesehen hat, auch die ganz erste Playlist über die sechsdimensionale Welt, wo ich lange Haare noch hatte, der ist bereits auf den Begriff Synchrometrie gestoßen. Und für die Grundbegriffe dieses Konzeptes oder die ausführlicheren Erklärungen möchte ich wirklich nochmal auf die Playlist verweisen. Entschuldigung, dass ich da so oft in die Ecke zeige, aber natürlich passt nicht alles in dieses eine Video, obwohl das jetzt auch schon lang sein wird. Hier möchte ich jetzt einfach ohne große Vorrede die Grundbegriffe einführen. Also ein grundlegendes Objekt der Synchrometrie nach Burkhard Heim ist die sogenannte Syntrix. Was ist das? Zunächst mal haben wir eine Menge von Grundbegriffen, die nicht weiter auseinander hervorgehen können. Die schreiben wir in eine Menge und nennen diese Menge Metrophor. Aus diesen Grundbegriffen können jetzt zusammengesetzte Begriffe zusammengesetzt werden. Das ist das erste Syndrom über dem Metrophor. Dann kann ein zweites Syndrom aus zusammengesetzten Begriffen gebildet werden und so weiter. Und das ganze Gebilde zusammen, Metrophor und Syndrome, nennt sich eben Syntrix. Das ist aber, vielleicht könnt ihr schon jetzt ahnen, worauf ich hinaus will, es ist genau das, was ich eben beschrieben habe. Die Menge der mathematischen Symbole, mit denen man einen Beweis führen kann. Das ist bereits ein Metrophor nach Burkhard Heim. Und die daraus formulierbaren Sätze, das sind die Sachen, die in den Syndromen stehen. Und dann gibt es noch die semantischen Regeln, hatte ich jetzt nicht erwähnt, die gehören natürlich auch noch zu der Syntrix. Also die Regeln, wie man die Symbole anordnen muss, dass sie Sinn ergeben, dass die Aussagen Sinn ergeben. Und jetzt kann man in dieser Syntrix Aussagen formulieren, die mit anderen Aussagen der Syntrix nicht beweisbar sind. Aber es gibt möglicherweise ein anderes System von Aussagen, in dem diese eben genannten nicht beweisbaren Aussagen sehr wohl beweisbar sind. Dazu noch ein Beispiel aus der Mathematik. Eine ganz einfache axiomatische Aussage ist zum Beispiel 1 plus 1 gleich 2. Das ist das sogenannte zweite Peano-Axiom. Jede natürliche Zahl hat einen Nachfolger. Es gibt keine Möglichkeit, das arithmetisch zu beweisen mit den Mitteln der Arithmetik. Das ist axiomatisch schlichtweg. Man muss das glauben und offensichtlich ist es ja wahr. Nun gibt es dafür einen Beweis, den haben die Philosophen und Mathematiker Russell und Whitehead gefunden, der braucht 400 Seiten. Und der Grund, warum das so komplex ist, also die stützen sich auf Mengenlehre, abstrakte Mengenlehre. Der Grund, warum das so komplex ist sie müssen erstmal die Grundbegriffe einführen, nach denen der Beweis formulierbar ist. Das hat nämlich nichts mit Arithmetik zu tun. Und hier definieren sie also einfach eine neue Syntrix, die der ersten übergeordnet ist. Und dann sind wir genau bei Burkhard Heims Metroplex-Theorie, dass es Systeme ineinander verschachtelter Aussagensysteme gibt, die voneinander abhängen. Aussagen oder Gesetze eines übergeordneten Systems machen zwar im untergeordneten Sinn, weil mit ihnen sozusagen die Fehlstellen in diesem System verständlich werden,
Aber vom untergeordneten System aus gesehen sind diese nicht herleitbar. Sprich, sie können nicht als wahr erkannt werden. Und das heißt natürlich, aus den Aussagen des untergeordneten Systems können die Aussagen des übergeordneten Systems niemals hergeleitet werden. Das komplexere System kann nicht durch ein weniger komplexes induziert werden. Nun ein kleiner Disclaimer: Solche Analogieschlüsse und Verallgemeinerungen genügen nicht den strengen Definitionen des Rahmens, in dem Gödel seinen Beweis formuliert hat. Vielleicht müssen zukünftige Generationen von Mathematikern oder Logikern diese Beweise für die Symptometrie finden, falls sie überhaupt beweisbar sind. Aber intuitiv können diese Gedanken als wahr erkannt werden. Ich möchte nun dazu etwas vorspielen aus Burkhardt-Heims Tonbändern. Man betrachtet eine Kathedrale und stellt fest, dass die Kathedrale aus Ziegelsteinen gebaut ist. Dann wird es ein vergebliches Bemühen sein, zu versuchen, die Architekturgesetze der Kathedrale zu begreifen, indem man einen Ziegelstein immer genauer vermisst und immer mehr über seine Eigenschaften, seine Länge, Breite, Höhe, seine Materialzusammensetzung weiß. Das wäre eigentlich ein völlig sinnloses Unterfangen, wenn ich aber andererseits die mit den Abmessungen des Ziegelsteines nicht mehr zusammenhängenden Architekturgesetze der Kathedrale als übergeordnete System logischer Sätze kenne, dann kann ich ohne weiteres begreifen, warum die eine oder andere Ziegelsteinsorte besonders geeignet ist, die Kathedrale zu erstellen. So sieht es mir hier auch aus. Ich habe zwar physikalische Gesetze der Atomhüllenstruktur und der molekularen Bindung, aber hierbei handelt es sich, dieses Gefühl werde ich nicht los, letzten Endes nur um die Ziegelsteine, aber nicht um die Architekturgesetze. Zurück übersetzt in das System, das wir jetzt eben beschrieben haben, bedeutet das: Ich kann zwar diverse Kombinationen von Ziegelsteinen ableiten oder mir vorstellen mit Hilfe der Gesetze der Statik und kann berechnen, ob das nun hält oder nicht. Ich kann mit Hilfe meiner Ziegelsteine aber auch ein Gebäude bauen, das schön ist. Nur hat Schönheit kann offensichtlich erkannt werden, sie wirkt, aber sie hat nichts mit den Gesetzen der Statik zu tun. Und das Gleiche gilt mit den Valenzschalen der Atomsorten dass man daraus eben nicht psychisches Verhalten ableiten kann. Heim kritisiert hier, dass Sprünge über diverse Kategorien gemacht werden in diesem Argument, aber so weit müsste man überhaupt nicht gehen, denn tatsächlich ist nicht mal der einfachste von diesen Sprüngen zulässig. Es können nämlich aus den Eigenschaften von Atomen nicht die Eigenschaften von komplexen Molekülen berechnet werden. Und dazu ist erst vor 3 Jahren jetzt ein Beweis veröffentlicht worden, der ganz ähnliche Methoden benutzt wie die vorher genannten. Der Beweis heißt Undecidability of the Spectral Gap. Darin wird gezeigt, dass es im Allgemeinen unmöglich ist, wenn man die Quanteneigenschaften von Atomen kennt, die Quanteneigenschaften eines zusammengesetzten Moleküls daraus abzuleiten. Es geht einfach nicht. Es führt zu nicht entscheidbaren Problemen. Also nicht entscheidbar, undecidable. Auf der nächsten Stufe wird es ein bisschen einleuchtender. Da kann man sich leichter vorstellen, aus den Bindungsgesetzen des DNA-Moleküls kann man nicht ableiten, welche DNA-Sequenz nun Sinn macht, um ein bestimmtes Protein zu kodieren. So, wenn euch das Video bis hierhin trotz des schwierigen Themas gefallen hat, dann lasst mir doch bitte ein Like da und ein Abo, denn so langsam geht der Kanal auf die 8000 zu und ich wünsche mir, dass in den nächsten 6 Monaten noch die 10.000 geknackt werden. Ich hoffe, ich konnte euch verständlich machen in diesem Video. Heim beruft sich in seiner Theorie nicht bloß auf den gesunden Menschenverstand, sondern auf ganz fundamentale Regeln der mathematischen Logik, die überhaupt nicht diskutabel sind. Und das eben genannte Paper, das beweist nochmal ganz streng, diese Regeln der mathematischen Logik, die sind auf die Physik übertragbar und auf physikalische Phänomene. Ich finde es wie immer wieder tragisch, regelrecht bestürzend, dass selbst studierte Naturwissenschaftler, sogar Hochschulprofessoren, diese Grenzen der formalen Systeme entweder nicht kennen oder nicht genügend wertschätzen.
Und daraus ergibt sich diese ganze vermeintliche Sinnlosigkeit des naturwissenschaftlichen Weltbildes. Es wird einfach ohne jede Grundlage impliziert, dass man das Ganze verstehen kann, indem man es in seine Bestandteile zerlegt und seziert. Und dass das nicht so ist, dass es nicht mal irgendetwas Mystisches oder Spirituelles, das konträr zur naturwissenschaftlichen Auffassung oder zum naturwissenschaftlichen Denken wäre, das ist etwas, was in das Fundament der Naturwissenschaft ganz fest eingebaut ist. In 6 Dimensionen und in Farbe.